Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video geht es um eine Servicearbeit, die immer wieder bei Bogen notwendig ist. Das ist das sogenannte Daumenleder. Ja? Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Jetzt machen wir das einmal, wie schneiden wir das Leder zu, und dann machen wir eben die erste Leimung und dann machen wir es fertig. Also, ich habe so ein strafferl Spaltleder. Ja? Das ist also sehr, sehr flexibles, dünnes, sehr angenehmes Leder. Ja? Da brauchen wir mal, also wir machen jetzt erst einmal irgendwie die Länge. Dann gehen wir her und schneiden einmal seitlich, das ist noch ein bisschen zu lang, wir schneiden jetzt einmal sozusagen, wir machen die Schäftung. Ja? Das heißt, ich schneide, das Leder hat ja da eine raue Seite und da die glatte Seite. Wir legen also immer die glatte Seite auf, und da ist es auch ganz brauchbar, wenn man ein frisches Holzbrettel hat, wo noch keine Schnitte drinnen sind. Und das schneiden wir jetzt parallel zu dem einmal so zu. Ja? Das heißt, wir machen zwei Schäftungen. Ja? Und dann brauchen wir diese Schrägschnitte auch am Rand. Ja? So. Einmal und zweimal. Das ist jetzt eigentlich schon. Das heißt, ich habe jetzt ein rechteckiges Fleckerl. Das riecht sich natürlich immer danach, was weiß ich, wie groß ist das und. Und jetzt muss ich noch geschwind den Leim holen gehen. Den habe ich ja schon vorbereitet und aufgekocht für euch, ja, damit die Bastelstunde schneller vorangeht. Da hat es früher wirklich so eine Sendung gegeben, die hat geheißen, wer bastelt mit? Und da hast wirklich nicht einmal, sondern x-mal genau gesehen, wie es nicht geht. Ja? Das war eigentlich für mich eine ausgesprochen amüsante Sendung, ich mich nur mehr angehauen. So. Das heißt, ich gehe her, das ist für den Bogen ist das sogar noch ein kleines bisschen zu brat. Das heißt, ich schneide noch ein bisschen weg, ich mache es ein bisschen schmäler, das Daumenleder. Und wenn ich da einen sauberen Schnitt habe, der nicht ausgefranst ist, dann heißt es in der Übersetzung auch, dass das Leder nachher eine sehr klare Begrenzung hat und hübsch ausschaut. Ja? So, jetzt gehe ich her und streiche einmal mit einem nicht zu dünnen Leim. Ja? Streiche das einmal da, mache es nass. Ja? Das ist das, dass man es einmal fixiert, das Leder auf dem Bogen. Das macht man genau so, dass man sozusagen mal auf der einen Seite festleimt. Warum ich das auf der Seite und nicht verdraht mache, ist das, ich habe da den Frosch drinnen. Nicht? Wenn ich das Leder so dumm gebe, ja, dann habe ich nachher da ja den Daumen drinnen beim Spülen. Diesen da. Und würde das umgekehrt sein, dann würde ich sozusagen den Stoß, diese Schäftung immer wieder aufschieben, und so schiebe ich es aber zu. Also ich mache es immer von der Seite, weil das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ja? So, das, was man jetzt noch sieht, ist, wenn ich das so dumm lege, einmal probeweise, ja, dann sehe ich, dass das eigentlich eine Spur zu lang ist. Das heißt, da gehört noch so 2,5 mm oder so weg. Ja? Und das mache ich natürlich jetzt da, indem ich hergehe, ja, und da im Prinzip das ein bisschen noch wegschneide. Ja? Gut? So, jetzt haben wir es aufgekleimt, einmal die erste Stelle. Jetzt gehe ich her, nehme mir wieder das Pinsel raus und leime mal das da an. Fuhren ganz bis zur Schäftung. Also es muss im Prinzip das komplette Leder mit Leim voll sein. Ja? Und jetzt gehe ich her
und lege das ganz vorsichtig um. Und jetzt kann ich das noch ein bisschen steuern, dass sich das sozusagen gut ausgeht, ob es dort oder da ist. Ja? Also, dass es da und da herum sauber anschließt. Ja? Und jetzt sieht man auch schon, okay, das legt sich sehr sauber mit um. Dann macht man es nass außen das Leder und ich gehe dann her und mache das auf der Hose, dass ich es einfach sozusagen so umziehe. Wenn das Leder außen nass ist, ja, entweder über ein Fetzel und über Wasser oder mit ein bisschen Spucke, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Wenn man es mit Spucke macht, so wie ich, dann ist ein großer Vorteil, wenn der Leim ein frischer Leim ist, weil das schmeckt grausig sonst. Ja? Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man Zähne putzt hat, aber jeder so wie er sieht. Nein, der Bogen selber kapiert das nicht, ob du Zähneputz hast oder nicht. Den braucht es nicht um. Ja. Und wenn das jetzt sauber geleimt ist und wenn es außen nass gemacht worden ist, ja, dann ist automatisch irgendein überschüssiger Leim weg und es legt sich sozusagen da sauber oben und es legt sich auch da herum sauber oben. Und auch die Schäftung ist sauber. Ja. Also da würde ich sagen, das kann man losen und wie gesagt, so wie ich schon ein paar Mal gehört, es ist eigentlich babyleicht. Danke. Ich sag's ja nur, damit ich meinen Bärsch ein bisschen ärgere. So, also, Daumenleder ist oben. Jetzt ist übrigens auch gut, dass du eine Hose an hast. Ja, sonst im Homeoffice, ich bin ja immer nackert und nur dumm. Das war schon wieder fürs heutige Video. Und ich hoffe, ihr könnt alle irgendwie was Wertvolles mit nach Hause nehmen aus diesem Kurzfilmchen. Ja. Naja. Viel blöder kann ich es nicht mehr sagen. Und jetzt werden sich ein paar Leute fragen, wieso kostet so ein Daumenleder dann, was nicht, 30 oder 40 Euro? In einem Nobel-Atelier noch mehr. Ja? Weil es ein gutes Geschäft ist. Wenn ich daran denke, wie knusprig ein Schweinsbraten ist. Weil dass die das nicht erleben dürfen. Ja, Nie mehr. Ja. Also vegan sein, das ist ungefähr so wie verheiratet sein. Grüß euch. Jetzt habe ich mir, glaube ich, in die Wangen auch noch eingebissen von der Aufregung. Da machen wir zuerst den Theorieteil und dann am Schluss gehen wir zum Geselligen über. Da mache ich schon mal eine Flasche Rotwein auf, oder? Das tut mir so schwer, dass ich das packe ich gar nicht vom Kopf her. Das weiß ich doch, Papa. Und wie ist das jetzt gegangen? Das Daumenleder aufpicken? Wie? Babyleicht. Wenn du nochmal Baby leicht sagst, ja, dann sag ich Okidoki. Ja klar. Na klar. Ja sehr. Na klar doch. Okidoki. Ich schneide ja jetzt nicht den einen Satz, tut noch inzwischen ein, bis dann wieder der Schnitt kommt zum Praxisteil. Irgendwas wirst du schon machen. Nein. Ich glaub, Wir machen das so, dass es dir passt. Gut so. Na, warum nicht gleich? Geht doch. Was ist das? Wutzinger und Wustinger. Wutzlinger. Wustinger mit ST. Wutzlinger. Habe ich schon wieder auf Aufnahme gedrückt? Ah ja, okay. Kurz verwirrt. So gut. Der Bub ist verwirrt und ich bin ganz verwundert. Die Klappe. Ist der Handy lautlos oder so? Das hat sich nämlich gerade gar nicht angehört. Ein Flugmodus will ich jetzt nicht unbedingt rein tun. Oder soll ich rein tun? Ja, wie du willst, ist eine gewagte Sache, aber. Vielleicht dann irgendwas kommentieren. Ja? Aber Ich glaube, es ist mir wurscht.